Willkommen zu einem neuen Video. Heute präsentieren wir das neue Motorrad, welches mich jetzt auf der Reise weiterhin begleiten wird. Und da haben wir die alte Suzuki. Ein paar haben es in den Kommentaren auch schon richtig erraten. Es ist eine BMW R100 GS. Ja, es werden sich einige wundern, warum der BMW und warum der GS. Wir haben uns selber gewundert, als wir sie gekauft haben. Es war echt alles sehr überraschend, aber irgendwie sind wir jetzt ganz schön stolz auf das Motorrad geworden. Es war ziemlich viel Arbeit, das war viel mehr, als wir gedacht haben. Ja, also es ist natürlich wieder ein altes Motorrad. Ein neues Motorrad wäre für uns nicht in Frage gekommen. 1991, schöne luftgekühlter Boxermotor. Und die Entscheidung ist auf das Motorrad gefallen, weil wir natürlich ein tourentaugliches Fahrzeug haben wollten, was hoffentlich auch robust ist. Die Suzuki war ja leider nicht wirklich sehr tourentauglich, was wir die letzten 1,5 Jahre so bemerkt haben. Und deswegen nehmen wir euch jetzt mit auf eine kleine Tour mit der BMW und ja, nennen ein paar Sachen und zeigen, was wir alles gemacht haben. Um jetzt mal kurz ein bisschen auf die technischen Daten einzugehen, die wichtigsten Dinge zu nennen. Das ist ein Zweizylinder luftgekühlter Boxermotor mit einem Kardanantrieb, auch das erste Mal für uns. Hat zum Glück schon ein anderes Fahrwerk drin, 1000 Kubik, 60 PS, also sollte sehr robust sein in der Theorie. Dann, was noch? Weitere Vorteile der BMW gegenüber der Suzuki auch, ist natürlich die Sitzposition, auch wie bequem man drauf sitzt. Und nur mal als Vergleich, wie hoch ich auf der Suzuki sitze. Ich bin hier auf Zehenspitzen und da ist die BMW von der Sitzposition mini dagegen. Also hier komme ich locker mit den Füßen auf den Boden. Ist halt richtig geil. Der Sitz ist viel größer, viel bequemer. Ist auch, die hat noch eine Trommelbremse hinten, also das ist wirklich aus ganz alter Zeit die Technik. Ja, die Geschwindigkeit, ich kann natürlich viel schneller fahren, ich kann die viel besser bepacken, die ist ja wirklich dafür gebaut. Die Suzuki war ja überladen, dass das Heck gebrochen. Die ganzen Probleme fallen hoffentlich jetzt einfach weg. Da kommt wahrscheinlich auch die Frage auf, warum genau dieses Motorrad. Und zwar war es mir jetzt wichtig, ein Motorrad zu haben, was halt sehr simpel ist von der Technik. Es hat einen Ölkühler, keine Wasserkühlung, keine Wasserpumpe, nichts, was dementsprechend kaputt gehen kann. Es ist halt uralt Technik, man kommt überall richtig leicht dran, falls doch mal eine kleinere Reparatur ansteht. Es ist halt, ja, in der Theorie wird da hoffentlich nichts kaputt gehen. Das Getriebe ist getrennt, die Kupplung ist wie beim Auto. Ich kann ganz normales Autoöl reinfüllen. Das ist halt einfach alles getrennt, alles simple, leichte Technik, was sich auch über die Jahre ja schon auch bewährt hat. Wir haben nämlich damals extrem lange überlegt, welches Motorrad es werden sollte, denn wir wollten nicht genau die gleiche Sache wie mit der Suzuki haben. Wir wollten einfach endlich mal keine Motorschäden haben beim Reisen. Und das war in Laos, wo wir dann das Motorrad gesucht haben. Wir hatten erst an eine Transalp gedacht, aber irgendwie hat uns das nicht wirklich überzeugen können und auch von der Optik nicht so sehr gefallen. Natürlich wäre es besser gewesen. Und der große Vorteil an der BMW ist einfach, wir haben sie blind gekauft. Also wir haben die gar nicht gesehen, dass wir sie gekauft haben. Wir haben die jetzt erst abgeholt, mussten noch ein bisschen was reparieren. Dazu kommt dann später mehr, dass sie halt einfach, sie ist groß und robust, sie hat eine hohe Zuladung und sie ist halt extrem wartungsfreundlich. Und was viele nicht wissen, Elias hat auch das Motorrad mehr oder weniger für mich ausgesucht. Und ich habe immer ein bisschen Pech beim Motorrad kaufen. Elias hat eigentlich immer Glück, was Fahrzeuge angeht. Deswegen hoffe ich einfach, dass das Glück auf mich überspringt und dass das Motorrad einfach super laufen wird. Und der große Vorteil an diesem Boxermotor ist, ihr seht schon, man kommt überall ran. Falls mal der Vergaser rumspinnt, keine Schraube zum Aufmachen. Ventile einstellen, eine Schraube zum Aufmachen, Zündkerzen. Es ist alles erreichbar. Es ist eine extrem solide alte Technik. Das Motorrad ist 35 Jahre alt. Es ist eine GS, das ist für uns immer noch schwer vorstellbar, dass wir uns wirklich sowas gekauft haben. Wir haben immer gerne gescherzt. Ja, aber es ist schon so alt, es zählt nicht mehr so ganz dazu. Optisch ist sie auch wirklich sehr schön. Der Kardanantrieb war kaputt. Wir haben ihn, beziehungsweise Marc hat ihn reparieren lassen müssen. Aber jetzt ist dieses Motorrad tippitopp. Es steht für ihr Alter auch wirklich sehr gut da. Sie ist optisch unserer Meinung nach wunderschön. Also ja. Kein Standard-Motorrad, sie steht wirklich super da für ihr Alter und wir haben jetzt alles gemacht und sie perfekt vorbereitet für die Reise.
Ihr seht auch am Tacho, es hat sich einiges geändert. Der Marc hat fleißig rumgebastelt. 60.000 Kilometer hat sie jetzt drauf. Und sie erfüllt alle unsere Erwartungen. Sie fährt genauso schnell wie die Honda. Sie hat gleich viel PS wie die Honda. Ja, eigentlich ist das Motorrad ziemlich ähnlich von den ganzen Daten wie die Honda. Deswegen würde es super sein, damit zusammen zu reisen. Es wurden viele Vorbereitungen gemacht. Dazu wird noch ein separates Video kommen, wo man ein bisschen näher auch auf die Technik eingeht. Ja, und so ist es jetzt bald bereit zum Verschiffen. Da steht der Container und wird in ein paar Tagen abgeholt. Noch seht ihr auch das Motorrad unbepackt, aber das ganze Gepäck bereiten wir gerade vor. Da hinter Marc in der Ecke, da stehen schon Koffer. Das sind die gleichen, die ich auch in der Honda drauf habe. Plus da kommen natürlich noch Taschen oben drauf, aber das Motorrad wird bald auch voll beladen. Für uns tickt jetzt die Zeit. Wir haben noch 5 Tage Zeit. Das komplette Motorrad in die Box zu packen, alles was wir verschiffen wollen dort mit reinzupacken, zu verschließen und zum Hafen zu bringen. Stand aktuell kommt die Honda und die BMW nur 3 Tage versetzt in Chile an. Am 29.06. kommen sie an, das heißt am 1.07. geht es dann endlich weiter für uns. Da freuen wir uns riesig. Es war ein Haufen Arbeit. Wir hoffen, das Motorrad gefällt euch. Es war für uns wirklich eine große Überraschung, sowas zu holen. Auch, dass wir sie gar nicht gesehen haben. Wir haben sie wirklich blind gekauft. Da müssen wir uns natürlich auch wieder riesig bedanken an Green Battery und an Volker und an euch natürlich auch, denn wir haben Spenden bekommen fürs Motorrad. Wir wurden vom Volker unterstützt und von Green Battery. Ja, also riesen Dank auf jeden Fall an Volker und Green Battery und an alle anderen, die uns auch unterstützt haben, die mitgefiebert haben, auch die immer die Videos anschauen, uns unterstützen. Sonst könnten wir die Reise hier gemeinsam gar nicht mehr so weitermachen. Nee, erst dadurch konnten wir uns überhaupt auch sowas kaufen. Ist natürlich ein altes Motorrad. Sie war auch nicht so teuer. Das war auch natürlich ein wichtiger Grund natürlich für uns. Und wir sind gespannt. Denn nicht nur ein neues Motorrad haben wir haben auch viel neue Ausrüstung gekauft. Wir sind ja losgefahren mit nichts. Wir sind auf jeden Fall wieder total überladen. Es wird schon wieder mehr. Da können alle wieder Witze machen, aber ja. Ist halt so. Aber wir haben neue Isomatten, neue Schlafsäcke, wir haben neue Klamotten, wir haben ein paar neue Protektoren, Handschuhe. Wir haben gelernt aus unserem ersten Versuch, jetzt kommt der zweite Versuch in Lateinamerika. Wir kommen mitten im Winter an, das haben wir bereits gesagt. Wir werden dann erstmal nach Peru hochfahren und ja, bis jetzt haben wir das Motorrad gar nicht testen können. Der Marc, der ist gerade 200 Kilometer gefahren. 200 Kilometer, immer nur so Kurzstrecken. Eine ganz kurze Testfahrt von vielleicht 5 Kilometern. Es wird spannend, wir wissen noch nicht, wie sich das Motorrad schlagen wird. Wir haben hohe Hoffnungen und gehen damit jetzt gemeinsam auf ein Abenteuer. Ja, Marc, das ist ein kleiner Vorgeschmack. Was hast du denn alles gemacht an dem Motorrad jetzt? Dass du so sicher bist, dass du jetzt bereit ist zum Reisen. Gemacht habe ich, den Endantrieb musste ich neu abdichten lassen, die Kater musste überholt werden. Ich hatte das Getriebe, habe ich prüfen lassen, auf so einem Prüfstand, ob die Lager sich noch gut anhören. Ich habe ein bisschen Elektrik umgebaut, ich habe ein neues Windschild hingebaut, ich habe die Kofferhalterung gebaut, also sehr viel vorbereitet, sehr viel gemacht, natürlich neue Flüssigkeiten überall. Dementsprechend bin ich eigentlich guter Dinge, wenn das Getriebe keine Faxen macht, dass einfach nichts passiert. Ventile sind natürlich auch eingestellt, also neue Filter, alles neu. Wie gut die dasteht. Jetzt fehlt natürlich noch eine wichtige Sache. Wir wollen den Motor noch hören, aber richtig. Wir beide hatten noch nie einen Boxermotor. Wir haben auch überhaupt gar keine Erfahrung mit diesen Boxermotoren. Ja. Also aus den kurzen Strecken, die wir bis jetzt gefahren sind, er klingt sehr anders wie ein normaler Motor. Der rasselt, der klackert. Also bei der Suzuki hätte ich schon längst gedacht, Motorschaden. Andere sagen, die Boxermotoren klingen so. Wir haben da keine Ahnung davon. Wir können es uns jetzt mal genauer anhören. Die ist jetzt natürlich kalt. Dann hören wir uns mal das Rasseln und das Klackern an. Wenn der Motor wärmer wird, habe ich das Gefühl, wird das Klackern auch mehr und die Geräusche. Jetzt klingt es gar nicht so schlimm, aber trotzdem, man hört es, dieses Klackern, wahrscheinlich die Ventile. Es ist halt einfach wirklich uralt, wobei es eigentlich fast gleich ist wie die Honda. Man sieht, das ganze Motorrad wackelt und scheppert. Das ist echt, dieser Boxermotor ist höchst interessant, aber es klingt irgendwie auch echt ganz eigen.
So sieht's hier aus. Ach, das wird die neue gewohnte Sicht für euch sein, dass ich auf der BMW bin, wir auf der Honda und wir durch Südamerika damit fahren. Ja, uns erwarten ja wirklich nochmal hohe Berge und Wüsten da drüben. Wir freuen uns riesig, dass es jetzt bald auch losgehen kann. Wie gesagt, wir haben jetzt noch 5 Tage Zeit, dann muss alles in diese Box rein, Motorrad und gesamtes Gepäck. Und dann Geht's weiter. endlich. Ja, wir sind wirklich gespannt, was ihr dazu sagt. Wir hatten irgendwie am Anfang selber gar keine Worte, weil mit sowas hätten wir nie gerechnet, aber es ist sowas geworden. Es war sehr spontan, das war auch echt cool, wie ihr, die Community, mitgefiebert habt, überlegt habt, was für ein Motorrad es wird. Ein paar lagen ja richtig, ein paar auch falsch. Das ist es jetzt, die BMW. Und wir hoffen natürlich, euch gefällt das Motorrad. Wir sind echt gespannt auf eure Meinung und in dem Sinne bedanken wir uns nochmal und wünschen euch eine schöne Woche. Vielen Dank. Ciao. Ciao.